Hallo zusammen, liebe Wanderfreunde. Im heutigen Video erkläre ich euch, wie man die Karte von Swisstopo, also die offizielle Karte vom Bund, wo wir auch in Schweiz Mobil haben oder jetzt neu auch aufrufbar ist in Komoot Premium. Die Schweizer Karten sind mit Abstand die präzisesten Karten auf der ganzen Welt. Die Schweiz hat schon lange Tradition, also die erste Karte haben sie angefangen 1844 zu zeichnen. Und man kann sehr viel aus dieser Karte ablesen. Über die Wegbeschaffenheit, über die Steilheit von einem Weg und vieles mehr. Jetzt zeige ich euch zuerst mal eine Wanderung, einen Teil davon, den ich gerade kürzlich gemacht habe, vom Zefraila Stausee bis in Tessin. Gestartet ist der Weg hier. Jetzt sehen wir, hat es hier so Höhenlinien. Die Höhenlinien, wenn es Brühe sind, bedeutet das, dass es so erdig ist. Das heisst, da ist eher erdige, denn da sind die Höhenlinien, da heisst irgendwie Wasser oder Gletscher, wenn es blau sind, die Höhenlinien. So kann man auch schauen, wie tief das ein See ist und wie es runtergeht. Und wenn es steinig ist, dann ist es schwarz bis grau. Etwas, was man davon ablesen könnt, es gibt immer mal wieder dicke Linien. Das sind 100er Linien, also wir haben hier eine und hier eine. Das ist 1800 und das ist 1900 Meter. Das heisst, wir sehen, von da bis da sind 100 Meter Unterschied. Jetzt, wenn wir eine 1:25.000er Karte haben, eine ausgedruckte, dann hat es 4 Linien dazwischen. Das sind jeweils 20er Linien. Wenn wir jetzt hingegen mehr zoomen wie da, dann sehen wir insgesamt 9 Linien dazwischen. Das heisst, da können wir 10er Schritt ablesen. Das heisst, wenn wir jetzt von da gehen, 18, dann 1810, 1820, 1830, 1840. Das heisst, wir wissen, das Restaurant Zerfreila, das Postauto haltet, ist etwa auf 1840 Meter über Meer. Jetzt, wenn wir hier sehen, da hat es so wie ein Fähnchen. Da weist darauf hin, dass es ein abgelegener Gasthof ist. Also irgendein Restaurant, wo nicht irgendwo in einer Stadt, in einem Dorf ist, sondern abgelegen. Das heisst, wir sehen jetzt schon mal rein an der Karte an, sogar wenn es nicht angeschrieben wäre, wissen wir, dass es da ein Restaurant gibt oder so etwas Ähnliches, wo man was essen kann. Natürlich können wir die Karte nicht ablesen, ob da offen ist oder nicht, an einem gewissen Tag. Dann sehen wir, hat es hier so einen weißen Weg mit schwarz auf der Seite. Das bedeutet, dass es Teeret ist. Denn da ist so ein Punkt, der angeschrieben ist. Das heisst, bei der Kreuzung ist 1863. Das heisst, gewisse Punkte sind noch speziell angeschrieben. Dann sehen wir hier so einen roten Punkt. Das bedeutet, dass er eine Wegsperre hat. Das heisst, dass man hier nicht durchfahren kann. Über den Damm. Sondern nur zu Fuß drüber laufen. Die habe ich einmal bei einer Winterwanderung gemacht. Wo ich hingelaufen bin von Wals und dann noch auf dieser Seite wieder runtergelaufen bin. Die Breite von dem sagt dann noch etwas aus, wie breit der Weg ist. Das heisst, wir wissen, ab hier wird der Weg etwas schmäler. Er wird immer noch so etwa 3 Meter breit sein, ungefähr. Dann geht der so hoch, der Weg. Bis hier hin. So ein bisschen rauszoomen. Dann sehen wir, hat es hier so einen Kreis, einen schwarzen, die Weisse dran und einen Punkt drin. Das zeigt uns eine Kapelle an. Das heisst, wir wissen schon voraus, sobald die Kapelle kommt, wird der Weg anders. Das heisst, dann wird der Weg jetzt ist er nicht mehr weiß, sondern jetzt ist er schwarz, aber immer noch durchgezogen. Das heisst, er ist immer noch befahrbar. Aber der Weg ist jetzt nicht mehr teert, sondern es ist Naturweg. Da hingegen da oben, da wäre der Weg nicht befahrbar, weil da ist er nicht mehr durchgezogen. Sobald er nicht mehr durchgezogen ist, ist ein Weg nicht befahrbar. Dann geht der Weg hier weiter. Was jetzt auch noch auffällt, es hat hier Wald, das ist die Grün, also grün bedeutet Vegetation, während blau irgendetwas mit Wasser bedeutet. Oder Gletscher. Gletscher ist ja Eis, ist ja auch Wasser. Während hier hat es relativ viel, da ist so offener Wald oder Gebüschablage, es da ganz viele so Pünktchen hat. Sehen wir noch einzelne so Punkte, sind das einzelne Bäume, die eingezeichnet sind.
Und so weiter. Dann sehen wir da, hat es so ein schwarzes Rechteck. Das zeigt dieses Gebäude an. Es hat aber kein Fähnchen dran, da ist kein Restaurant oder so. Wahrscheinlich ist es irgendeine Art Garten. Wir wissen dann beim Wandern, ein bisschen nach dieser Kreuzung, die auf 1898 Meter über Meer ist, wird dann so ein kleines Gebäude kommen, vielleicht irgendeine Art einen kleinen Stall, wo man da vorbeilaufen. So schwarze Gebäude, die sind auch immer in dem Maßstab bezeichnet, so groß wie sie auch effektiv sind. Das heisst, wenn wir jetzt da ausmessen und zum Beispiel feststellen, dass da 7 Meter lang ist, dann ist es auch effektiv ungefähr 7 Meter lang und nicht einfach plötzlich 20 oder 30 Meter lang. Da kann man jetzt wahrscheinlich nicht gerade auf die Millimeter rausgehen, so genau kann man es gar nicht messen, zumindest einigermaßen. Geht der Weg weiter, da sehen wir die Brücke, die da durchgeht, ist wieder teert. Kommen wir am Weg an. Dann ist es wieder Naturpfad, so weitergeht. Da wird es wieder kurz teert sein. Und wir sehen, nach dem Ort ist jetzt der Weg nicht mehr durchgezogen. Das heisst, das heisst, man kann nur bis hier anfahren. Da ist der Weg nicht mehr befahrbar. Geht es weiter, jetzt sind wir auf 1900 Meter über Meer. Gehen langsam weiter runter. Immer schön am Walserie entlang. Da sehen wir wieder, hat es wieder einen abgelegenen Gasthof. Das heisst, da könnten wir jetzt zum Beispiel was trinken oder vielleicht auch was essen, sofern es offen hat. Natürlich ist es immer gut, wenn man wandern geht, auch noch etwas dabei zu haben, dass wenn ein Restaurant zu ist, kann auch mal unvorhergesehen sein. Ich kann natürlich voraus in der Regel im Internet nachschauen, ob es offen hat oder nicht bei vielen, vor allem nicht bei allen. Da sehen wir auch wieder, dass man insgesamt 4 Gebäude hat und der Weg zwischen den Gebäuden durchgeht. Geht es weiter. Da hat es auch nochmal ein paar Gebäude, wo man so dran vorbeiläuft. Irgendwas, wo nicht wirklich Gebäude sind, könnte eine Art Ruinen oder so etwas ähnliches sein. Also sowieso, wo früher noch, wo man nur so die Steine unten dran sieht, die aber offen sind, gegen oben kein Dach haben. Dann geht es den Lenta-Weg weiter. Und dann da kommt wieder eine Wegkreuzung auf 2003 Meter. Da bin ich dann nur Richtung so Reda-Pass suchen. Da sieht man jetzt auch, wie der Weg langsam steiler wird. Dann relativ schnell die Höhenlinie überquert. Da heisst, wir sehen an der Karte, dass es relativ steil ist. Wir sehen jetzt hier noch, dass hier ein einzelner Baum hat, der eingezeichnet ist. Das sind eigentlich alle markant, also größere Bäume sind eingezeichnet. Hier jetzt noch ein bisschen Felsen, also da geht es so ein bisschen, scheint auch noch ein bisschen abschüssig zu sein, der Weg dann. Geht es so weiter runter. Dann die Pünktchen zeigt einen markierten Weg. Also wir sehen so Markierungen und so, aber ist vielleicht nicht so gut erkennbar. Da noch ein bisschen schmäler. Geht so schön der Höhenlinie. Da ist es kurzfristig ein bisschen weniger steil, bevor es dann wieder steiler wird. Später. Da jetzt wieder ein Teil, wo markierter Weg ist, aber vielleicht nicht so Markierungen und so sieht. Dann hier sehen wir auch, dass es so Geröll hat. Dann laufen wir an einem See vorbei, der auf 2574 Meter ist. Die Ziele sind auch immer angegeben, wie hoch das sind bei mir. Dann sehen wir so ein X, da ist da jetzt ein Gipfel. Der ist auf 2603 Meter. Das heisst, wir können davon ausgehen, dass nach dem X das zumindest ein bisschen runtergeht. Da sehen wir jetzt auch, da sind die Höhenkurven, ist jetzt eigentlich nicht, also von da bis da sind es 10 Meter Unterschied. Da sehen wir, es ist ein bisschen höher, das heisst, da werden wir auf 2600 sein, weil das ist wiederum eine dickere Linie, die eingezeichnet ist. Da ist 6, das heisst, da wird es etwa 3 Meter runtergehen bis zu dem Ort an. Dann geht nachher der Weg so weiter. Wir kommen nochmal an einem See vorbei. Der ist jetzt offensichtlich zu klein, dass er eingezeichnet worden ist, wie hoch, auf wie viele Meter das er liegt. Wir könnten den natürlich wieder mit der Höhenlinie ungefähr bestimmen. Nicht auf den Meter genau, aber wir wissen zwischen welchen 2 Zehner das er ist. Da jetzt auch nochmal ein Gipfel. Das ist der höchste Punkt. Dann da ist wieder ein höchster Punkt auf dem Pass oben, der auf 2759 Meter ist. Dann sehen wir wieder, dass es steil runtergeht.
bis dann kommt irgendwann da eine Ebene, wo es dann nicht so steil ist, das ist eine Hochebene, bevor es dann da nochmal kurz steil runtergeht und man klar sehen, daran, wie es relativ schnell die Höhenlinien überquert. Wenn man am Redi Skaradra langlaufen, bis wir dann unten ankommen. Da sehen wir dann auch wieder, da ist es wieder ein Befahren, also da können Sie wieder Autos haben. Da ist die befahrbare Straße. Da ist es wieder teert, wie man klar erkennen können. So geht es dann weiter. Dann da sehen wir so einen Strich und noch so eine gerade gestrichelte Linie. Markiert in Tunnels. Da geht es durch einen Tunnel durch, dann der Wanderweg. Dann da sieht man, dass es teert ist. Da geht es nochmal durch einen Tunnel durch. Dann da sehen wir wieder, dass es ein Restaurant hat, wo markiert ist. Da habe ich dann zu Nacht gegessen, in dem Restaurant, im abgelegenen Gasthof. Bin dann nachher noch in die Zivilisation runtergelaufen. Dann da sehen wir, dass es ein Wasserreservoir hat, das Trinkwasserreservoir. Das sind so blaue Quadrätchen mit einem blauen Punkt zwischendrin. Das sind Wasserreservoir, die man auch kennt. Dann bis dann Campo Blenio runter, wo man dann auch sieht, da hat es wieder einen Gipfel, da hat es noch irgendeine Art Sendemast oben dran. Zeigt da wie eine Art Blitz an. Zeigt, dass es eine Art irgendeinen Sendemast hat. Dann gehen wir mal noch kurz in ein anderes Gebiet, so eine andere Sache zeigen kann. Da wäre zum Beispiel ein Gletscher, den man sieht. Den sehen wir, der ist auch bläulich, weil er mit Wasser zu tun hat. Und da sehen wir auch gut, dass die Höhenlinien blau sind statt braun, weil es auf Wasser läuft. Da ist wieder erdig, da ist steinig. Dann jetzt gehen wir zum Beispiel mal in Alpstein kurz, so dort noch Sachen zeigen kann. Da sehen wir zum Beispiel mal Appenzell, sehen wir rot öffentlicher Verkehr, also eine Eisenbahnlinie, mit auch den Bahnhöfen, die eingezeichnet sind. Dann sehen wir, von Wasserauen auf die Ebenalp gibt es eine Seilbahn, die ist wiederum rot markiert. Dann sehen wir, da hinten gibt es auch nochmal ein Seilbähnchen, das ist jetzt aber schwarz. Das Seilbähnchen ist für den Warentransport und nicht zum Leute transportieren. Darum ist es schwarz eingezeichnet statt rot. So können wir an den Karten ablesen, ob es eine Personentransportbahn ist oder eine für Waren. Das gleiche auch hier oben. Dann sehen wir zum Beispiel auch, wenn wir jetzt wandern gehen, dann sehen wir, vom Schöffler gibt es eine Seilbahn runter. Sie ist aber schwarz, das heisst, sie ist nicht für Personentransport. Das heisst, wir müssen unsere Wanderung planen bis zur Ebenalp und können erst dann wieder mit der Seilbahn runterfahren, wenn wir jetzt nicht runterlaufen wollen. Dann bei der Ebenalp sehen wir noch so ein grünlich gestrichelten, das ist ein Skilift. Da ist noch ein Skilift eingezeichnet, dann wissen wir da oben jetzt ein Skilift. Da sehen wir klar, wo es Masten hat. Das sind alle Masten sind eingezeichnet. Und genau an dem Ort, wo sie auch wirklich sind. Das ist nicht einfach mal so Handgelenk, Pi, Daumen, sondern wir können es klar einzeichnen. Dann sind teilweise auch Gipfelkreuze eingezeichnet, also irgendwelche so Kreuze. Da ist nochmal ein Gasthof, ein abgelegener. So kann man Karten lesen. Dann haben wir noch die schönen Quadrätchen. Bei diesen Quadrätchen, das sind jeweils 1 Kilometer. Jetzt, wenn wir es online machen, dann sehen wir unten dran Koordinaten in Meter. So können wir genau ablesen, wo wir sind. Wenn man jetzt da auf einer physischen Karte macht, was sich bei abgelegenen Wanderungen oder auch geführten Wanderungen immer lohnt, um eine dabei zu haben, wenn man eine Wanderung leitet, dass wenn einmal das System ausfällt, zum Beispiel das Handy plötzlich Kack hat oder irgendwie ganz kaputt geht, dass man trotzdem noch eine Karte dabei hat, die man ablesen kann. Das sind jeweils Kilometer, also da ist jetzt 2749 und da ist 2750 Linie. Während da also das 1 und das 2 jeweils vorne dran, wo ihr hier unten seht, das ist für quasi
Longitude und Latitude. Und das ist das LV95er System. Was System ist, das vor allem in der Schweiz gebraucht wird. Das ist das Schweizer System, wo die ganze Schweiz so kartografiert ist. So könnte man dann, wenn wir jetzt zum Beispiel eine 1 zu 25er 1000er Karte haben, dann können wir nachher das genau ausmessen. Wenn wir so einen 1 zu 25.000er Maßstab haben, genau dafür ausgelegt ist, können wir nachher messen gehen und so Koordinaten ausmessen. Und jetzt nicht digital vermessen, wo es uns da unten dran zeigt. Ziemlich präzise. Als nächstes zeige ich euch, wie man mit einer physischen Karte umgeht. Hier jetzt am Beispiel von der Karte vom Sentis. Und zwar ist unser Ziel jetzt das erste Mal, die Koordinaten von der Seilbahn-Talstation auszumessen. Zuerst müssen wir wissen, in welchem Quadrant das ist. Da können wir oben schauen. Da sehen wir jetzt, ist bei zwischen 2,57 und 2,751. Das heisst, wir können uns 2,750 notieren. Das ist quasi mal ein Kilometer. Und dann als nächstes müssen wir mal die Distanz berechnen. Dafür können wir so eine Messung nehmen, wo wir dann bei 0 anfangen müssen, vorne. Dann so an. Und so sehen wir dann, dass es etwa 520 Meter sind. Also können wir aufschreiben 2750,52. Dann als nächstes wollen wir auch noch die anderen Koordinaten ausmessen. Da gehen wir jetzt ganz führen. Wir sehen hier, dass 1239 ist. Das schreiben wir da auf. Und dann gehen wir wieder messen. Von unten nach oben. Und sehen, es ist gerade etwa bei 2. Das heisst, wir können Punkt 2 aufschreiben. Punkt 2,0. Jetzt, wenn wir eine Route einzeichnen wollen, dann könnte man das zum einen mit einem Bleistift machen, um es nachher wieder gümmeln können. Jetzt ein Bleistift hat den Nachteil, dass man nachher drunter nicht so gut erkennen kann, um was für einen Weg es sich handelt. Was man jetzt machen kann, ist, es gibt so Leuchtstifte, die radierbar sind. Gibt es auch verschiedene Farben. Jetzt mal den pinke. Dann können wir jetzt zum Beispiel nachher so einzeichnen, dass wir von Wasserauen dann da hochgehen. Richtung Seealpsee. Und so die ganze Route einzeichnen. Am Ende des Tages, wenn wir mit der Route fertig sind und sie nicht mehr brauchen, können wir es auch wieder durchgümmeln. So kann man es gut erkennen, kennt auch den Weg drunter, ohne dass man so gerade die Karte ruiniert. So kann man gut im Vornherein das Ganze einzeichnen, um dann nachher den Weg markiert zu haben, quasi auf der Karte, bevor man die Wanderung macht und weiss, welche Route das man machen will. Falls dir das Video gefallen hat, würde mich über einen Daumen nach oben freuen, falls du was gelernt hast. Falls du mir zukünftig bei einer Wanderungen und Wandertipps begleiten willst, freue ich mich über ein Abo. Glocken aktivieren nicht vergessen und dort alle auswählen, dann informiert YouTube jedes Mal, wenn ich ein neues Video lade. Und falls du Fragen hast, kannst du die gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche, möglichst alle zu beantworten. Bis zum nächsten Video.